Aber ja, ein nicht geringer Teil waren Dailies. Das ist nicht abzustreiten. Naja, also das Ding ist, bei Kriton sehe ich noch eine Menge Potenzial tatsächlich. Bei der Ranger mit 170 oder meine Ranger mit 170 kriegen erstens den verbesserten Crit Damage Multiplier, der den DPS eigentlich um locker 10% erhöhen müsste. Einfach so, ohne irgendwas zu tun. Und dann kriegt man mit 170 noch Make Me. Nein, Spaß. Dann kriegt man mit 170 noch einen neuen Skill. Barrage. Der auch nochmal den Damage um, würde ich sagen, circa 10% erhöhen sollte. 10-15%. Und das heißt, allein bei Kriton sind zukünftig Einsparungen von nochmal 10 Minuten am Tag möglich. Und die Hoffnung ist halt, dass sie an den Dailies in Kowloon ja noch was ändern. Ich meine, wir sind noch recht early. Es gab literally erst ein Patch, seitdem das Update draußen ist, also extrem viele Probleme, Kritik und so weiter wurde noch komplett überhaupt nicht angegangen. Also ich hoffe darauf, dass sich hier noch das eine oder andere zum Positiven wendet, wodurch die tägliche Belastung ja um hoffentlich mindestens eine halbe Stunde nochmal sinkt. Aber wenn nicht, dann muss man natürlich langfristig gucken, was ist jetzt wirklich wichtig. Aber, das habe ich auch schon gesagt, mit zunehmendem Level wird es definitiv so sein, dass sich manche Kowloon Dailies überhaupt nicht mehr lohnen. Zum Beispiel hier der erste Typ, mit dem man hier gleich redet, wenn man Town Blinkwing macht. Die beiden Quests sind zwei von denen, die man eigentlich als erstes fallen lassen würde. Ich glaube, das ist die 163er und 64er Quest. Die erste Back-Quest würde man auch fallen lassen. Also es würde wahrscheinlich zwangsläufig dann auch, wenn Gala gar nichts tut und alles so ist, wie es, alles bleibt so, wie es ist. Die reduzieren nicht die Anzahl der Quests, die ändern nichts an den Positionen der NPCs, dass man sich da irgendwie ein bisschen Zeit sparen kann. Also hier die 163er und 164er Quest, die geben zusammen gerade mal 400.000 Penya, das ist wenig für 2 Quests, für 100 Monster töten. 400.000 Penya ist nicht viel. Und es sind die totalen Low-Level-Quests. Und wenn du dann noch zusätzlich die Small Hundurs weglässt, hast du 3 Quests weniger, 150 Monster weniger töten. Ne, wobei es sind gleich nur 130 Monster. Aber egal. Ja, da muss man halt so gucken. Da muss man mit Min-Maxing gucken, dass man halt das Beste aus der Zeit rausholt. Ohne dass man jetzt halt, ja, sinnlos in der Routine versumpft. Aber jetzt momentan sind meine Charts natürlich noch so low, dass es sich natürlich noch lohnt. Also wir reden hier natürlich dann von 180 plus, wo man dann auf jeden Fall selektiv gucken kann, dass man manche Sachen dann halt einfach nicht mehr macht. Aber wie gesagt, also ich habe schon noch die Hoffnung, vor allem Position von Back. Ich meine, da geht jedes Mal eine Menge Zeit flöten gefühlt. Wenn die beiden Quests von Back einfach auch in der Stadt wären, das wäre schon mal so viel chilliger, weil man nochmal viel bessere Routen planen könnte. Auch wieder Min-Maxing. Ja, also theoretisch gibt es noch eine Menge Potenzial, auch ohne, dass sie wirklich grundsätzlich am System was ändern. Also wirklich rein so Position der NPCs. Wer gibt dir die Quest und sowas. Allein dadurch sind auch nochmal locker 5 bis 10 Minuten am Tag drinnen, die man sparen könnte. Wenn alles so bleibt, wie es ist. Plus, wie gesagt, Kriton sehe ich auch Potenzial. Also wenn Gala uns ein bisschen entgegenkommt, könnte das locker nochmal eine halbe Stunde schneller alles gehen. Frage ist halt, kommt uns Gala entgegen? Also ich wüsste halt mal gerne, wie das halt Leute sehen, die auch nur 2 Chars haben. Weil das Problem ist, bei Leuten, die nur 2 Chars haben, die haben ja immer grundsätzlich schon das Problem, lohnt sich das überhaupt, die Dailies zu machen? Weil sie es ja gar nicht 8-fach kriegen.
Also die müssen ja wirklich gucken, allein schon von den XP her lohnt sich das überhaupt für mich. Ich renne in ganz Kailun rum, töte 500 Random-Ass-Monster, die meisten viel zu niedrig, die geben mir gar keine XP mehr. Um dann am Ende 8% zu kriegen, braucht dafür über eine halbe Stunde. Wenn ich eine halbe Stunde gelevelt hätte, hätte ich auch 8% bekommen. Ergibt das wirklich Sinn? Also, das wäre halt wichtig, dass man das Skala zeigt, was wir wollen. Und da wäre es halt natürlich auch cool, wenn dann keiner wirklich reingrätscht, sag ich mal. Weil es gibt jetzt halt einfach Leute, die sagen halt, ja, selber schuld, wenn du so viele Chars hast und pipapo. Aber wenn wir jetzt halt davon reden, dass man die Quests von Beck einfach in die Stadt packt, wie alle anderen Quests auch, ja, dass du eine bessere Route planen kannst und nicht, du musst zu Beck, der ist ganz unten, dann nimmst du die Quest an Captain Couchtisch und da musst du zu Captain Couchtisch fliegen, die wirklich nicht in der Nähe von Beck sind. Also sie sind jetzt auch nicht komplett woanders, aber sie sind schon ein Stück weit weg, du musst da auf jeden Fall hinfliegen. Und dann musst du ja wieder zurückfliegen zu Beck. Was ist der Sinn davon? Warum ist diese Quest bei Beck? Bei der Small Hundor Quest kann man drüber streiten, aber selbes Ding, alle anderen Hundor Quests sind alle in der Stadt, also warum ist diese eine ausgerechnet bei ihm? Auch total unnötig und so. Und da verstehe ich halt, also wenn da jetzt dann jemand, also du würdest jetzt diese Suggestion machen und dann würde einer reinkommen und sagen, ja, das liegt ja nur daran, dass du so viele Chars hast, bla 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 bla. Da denke ich mir, was hat das damit zu tun, dass das einfach für alle eine Verbesserung wäre, wenn alle Quests am gleichen Ort sind? Das hat nichts mit viel Chars zu tun, das wäre für jeden ein Upgrade. Aber wie gesagt, es gibt einfach Leute, die, ich weiß es nicht, die wollen immer, dass, keine Ahnung, die wollen, dass du, wenn du irgendeinen Vorschlag machst, die wollen dir das nicht geben, weil sie selber davon sagen, ja, der will das ja nur des und deswegen, oder keine Ahnung, oder der will, dass alles so super einfach ist und so und nee, also ich sehe das anders und deswegen will ich das nicht. Obwohl mich das in keinster Weise negativ beeinflusst, also diese Person wird in keinster Weise negativ beeinflusst, wenn überhaupt ebenfalls positiv und trotzdem wollen die dann nicht, dass es kommt. Obwohl sie selber überhaupt keinen Nachteil davon hätten. Wenn überhaupt, hätten sie auch einen Vorteil. Oder es ist ihnen einfach scheißegal. Und das verstehe ich halt nicht. Das begreife ich einfach nicht. Weil offensichtlich haben ja nicht nur ich, ja, also nicht nur Leute mit vielen Chars, ein Problem mit gewissen Aspekten dieser Dailies. Und wenn man selber das halt anders sieht, okay, aber man auch keinen Nachteil dann von einer Änderung hat, dann verstehe ich halt nicht, also man kann ja woanders schreiben, man kann in einem normalen Chat schreiben, man kann in einem privaten Chat schreiben, diskutieren, aber wenn du dann jetzt so ein Topic aufmachst, ja, was dann auch die Developer hoffentlich sehen oder die Game Master und das dann weitergeben und die sehen dann halt, ja, 10 Leute sagen, sie wollen's und 10 Leute sagen, das ist alles gar nicht so und die labern Scheiße und pipapo, dann wird halt garantiert nichts passieren. Wenn das Signal nicht eindeutig ist, dann sagen die ja, warum sollen wir da jetzt unsere Zeit verschwenden? Am Ende beschweren sich die Leute nur wieder und dann müssen wir es wieder rückgängig machen, so ungefähr. Und das ist halt unnötig, denke ich. Aber ich habe das Gefühl, bei vielen Themen, vor allem um die Dailies herum, wird genau das passieren. Und bei den ersten Beiträgen im Discord, die ich mir noch angeschaut habe, zugegebenermaßen habe ich schon länger nicht mehr reingeschaut, weil ja auch nichts mehr passiert ist. Ich meine, bis zum nächsten Patch lohnt sich auch nicht wirklich, weil man weiß ja noch nicht, was die jetzt aus den ganzen ersten Suggestions und Feedback von dem Update wirklich mitgenommen haben, weil ja einfach noch nicht wirklich was passiert ist. Das wird jetzt der nächste Patch, wird sehr interessant, weil dann weiß man, okay, was haben die jetzt die letzten 2 Wochen sich angeschaut, was haben sie als wichtig, unwichtig und so weiter kategorisiert. Und ja, erst dann lohnt es sich wieder, da nochmal einzusteigen, nochmal Druck zu machen, vor allem am Anfang, wenn das Update noch frisch ist, in der Hoffnung, dass sich halt vielleicht noch was zum Positiveren ändert. Und das wäre auch sowas wie einfach die Anzahl der Quests reduzieren, beziehungsweise wie beim Tower einfach wieder splitten. Also ich meine, warum hast du plötzlich, ich meine, das ist schon crazy, du hast, deine Dailies waren bisher töte 102 Monster im Tower. 102 Monster. Und jetzt sind es einfach 510.
Die Zahl, es ist literally 5-mal so viel. Exakt 5-mal so viele Monster muss man jetzt töten. Und warum? Also, warum nicht 250 bis Level 174 oder 75 und ab 176 jeweils 5 Dailies oder so? Und bei jeder Daily muss man 50 Monster töten. Auch da wäre für alle, das Resultat wäre das gleiche, nur dass alle weniger machen müssten, also wäre das für jeden ein Vorteil. Scheißegal, wie viele Chars ich habe. Und auch da wieder, wenn du diese Suggestion machen würdest, würden Leute kommen und sagen, nee, also du willst nur, damit du noch mehr Chars durchbringen kannst, bla 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 bla. Obwohl dann Leute mit 2 Chars das genauso sehen würden. Die würden auch sagen, ey, ich töte lieber, also vorhin hat ja auch Sensefaf gesagt, mit seinem 1v1-Char dauert es 100 Jahre, die Monster zu töten. Er macht es lieber mit seinem Psy, hat er, glaube ich, gesagt. Ja, aber was ist jetzt mit Leuten, die keinen Psy haben, die das wirklich jeden Tag alles 1v1 machen müssen? Die 1v1 irgendwelche Monster töten, die ihnen gar keine XP mehr geben. Und nur um die Daily abzuschließen, das fühlt sich halt irgendwann extrem sinnlos an. Und also es gibt auf jeden Fall eine Menge Verbesserungspotenzial, Quality of Life einfach. Und das ist egal, wie viele Chars man da hat. Das ist wurscht. Und deswegen, also wenn es dich negativ beeinträchtigt, dass du dann was dagegen sagst, keine Frage. Aber das sind alles so Themen, da ist nichts Negatives. Niemand hat dadurch irgendeinen Nachteil. Es ist für alle besser. Und trotzdem kommen Leute und sagen, nee, nö, nö. Das passt schon so, wie es ist. Alles gut. Das ist schon komisch.